Was ist im Mittelpunkt des Universums? Das ist eine essentielle Frage, die sich Menschen seit Jahrhunderten stellen. Aber der Weg zu einer Antwort war seltsam. Fragte man dies im Griechenland des 3. Jahrhunderts vor Christus, konnte man zum Nachthimmel aufblicken und dem vertrauen, was man sah. Aristoteles, der Mann für solche Fragen damals, dachte, da wir auf der Erde sind und nach oben blicken, muss das der Mittelpunkt sein. Für ihn bestand die Sphäre der Welt aus 4 Elementen: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diese Elemente bewegten sich durch ineinander verschachtelte Himmelssphären. Alle wandernden Sterne, die Planeten, hatten eigene Himmelssphären. Der Rest des Universums mitsamt der Sterne war in der letzten Himmelssphäre. Beobachtet man den Himmel, bemerkt man, dass dieses Modell die sichtbaren Bewegungen gut erklärt. Jahrhundertelang war dies die Vorstellung, die Europa und die islamische Welt vom Universum hatten. Doch 1543 schlug ein Mann namens Kopernikus ein anderes Modell vor. Er nahm an, die Sonne stünde im Mittelpunkt des Universums. Diese radikal neue Idee war für viele schwer zu akzeptieren. Immerhin passten die Ideen von Aristoteles zu dem, was sie sahen, und sie waren recht schmeichelhaft für die Menschen. Doch einige Entdeckungen machten es schwer, das heliozentrische Modell zu ignorieren. Zunächst zeigte Johannes Kepler, dass Umlaufbahnen keine perfekten Kreise oder Kugeln sind. Dann fing Galileos Teleskop die Monde ein, die um Jupiter kreisten und die Erde völlig ignorierten. Darauf schlug Newton die Theorie der universellen Gravitation vor und bewies, dass alle Objekte einander anziehen. Da mussten wir uns davon verabschieden, selbst im Mittelpunkt des Universums zu stehen. In den 1580er Jahren behauptete der italienische Mönch Giordano Bruno, dass die Sterne Sonnen mit eigenen Planeten seien und dass das Universum unendlich wäre. Das kam nicht gut an und Bruno wurde für diese radikale Idee auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jahrhunderte später stellte der Philosoph René Descartes die Theorie auf, das Universum bestehe aus einer Reihe von Wirbeln und jeder Stern befände sich im Zentrum eines solchen. Allmählich wurde klar, dass es viel mehr Sterne gab, als Aristoteles angenommen hatte. Mit immer besseren Teleskopen konnten Astronomen wie William Herschel nachweisen, dass unsere Sonne nur einer von vielen Sternen in der Milchstraße ist. Und diese Flecken, die wir am Nachthimmel sehen, das sind andere Galaxien, die genauso riesig sind wie unsere Milchstraße. Vielleicht sind wir weiter vom Mittelpunkt entfernt, als wir je dachten. In den 1920er Jahren studierten Astronomen die Bewegungen dieser Nebel. Ausgehend vom Doppler-Effekt erwarteten sie eine Blauverschiebung bei Objekten, die sich auf uns zubewegen, und eine Rotverschiebung bei denen, die sich entfernen. Aber sie sahen nur Rotverschiebungen. Alles entfernte sich schnell von uns. Diese Beobachtung ist einer der Beweise für das, was wir heute die Urknalltheorie nennen. Nach dieser war alle Materie im Universum einst ein einzelnes, unendlich dichtes Teilchen. Also befand sich unser Teil des Universums einst im Zentrum. Aber diese Theorie macht die ganze Idee eines Mittelpunkts zunichte, da es diesen in einem unendlichen Universum nicht geben kann. Der Urknall war nicht nur eine Explosion im Weltall, sondern eine Explosion des Weltalls. Jede neue Entdeckung beweist, dass unsere Beobachtungen zwar Grenzen haben, unsere Fähigkeit darüber zu spekulieren jedoch nicht. Was wir heute zu wissen glauben, kann sich aber morgen wieder ändern. Wie bei vielen der gerade vorgestellten Denker führen manchmal unsere kühnsten Vermutungen zu wunderbaren und uns demütig stimmenden Antworten und treiben uns zu noch verwirrenderen Fragen an. Noch nicht bereit, wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen? Sieh dir diese Videos an oder abonniere unseren Kanal, wenn du mehr über die Wissenschaft, Philosophie und die Rätsel des Universums erfahren möchtest.